Hallo Leute, hier ist wieder Michael Grant mit Klartext. Ich grüße euch. Ich frage zunächst, wie soll ich Videos über die Grausamkeiten gegen Deutsche machen, wenn alles bei YouTube zensiert wird? Ich kriege Screenshots, da wird jedes einzelne Wort von mir analysiert. Da steht zum Beispiel Sekunde 37 habe ich dieses Wort gesagt, in Minute 1,35 habe ich dieses Wort gesagt. Ihr könnt es euch nicht mehr vorstellen, was in diesem Zensurland passiert. Deshalb bitte ich euch, abonniert meinen Telegram-Kanal. Es ist unten angegeben. Ich will weg von dieser Zensur, aber ich habe halt bei Telegram viel weniger Abonnenten wie bei YouTube und ich möchte so viel wie möglich Menschen auch ansprechen. Heute komme ich zum Todesmarsch von Brünn. Also ich muss das ja abgespeckt sagen, also man hat mich ja so gesehen, ich weiß gar nicht, ob ich das Wort sagen darf, kastriert. Weil sonst wird es ja sofort wieder geblockt. Das ist Zensur Deutschland. In der Tschechoslowakei gab es mehrere sogenannte Todesmärsche. Der hier geschilderte Todesmarsch, von mir geschilderte Todesmarsch von Brünn, stellt deshalb nur ein Beispiel dar. Bevor ich es vergesse, in meinem neuen Buch Deutschland muss vernichtet werden, das garantiert zensurfrei ist, habe ich mit 2500 Quellen belegt, jede einzelne Grausamkeit an uns Deutschen. Das, was ich hier bei YouTube nicht sagen kann, weil es einfach linkwoke Zensoren sind, das steht alles in meinem Buch mit Dokumenten. Zur Vorgeschichte des Todesmarsches von Brünn. Die mährische Stadt Brünn, heute Brno, Tschechien, wurde nach schweren Kämpfen am 26. April 1945 von der Roten Armee erobert. Alle dort noch lebenden Deutschen wurden danach angewiesen, weiße Armbinden, die mit einem N, Nimitz oder Nemetz gekennzeichnet waren, zu tragen. Weiße Armbinden, finde den Fehler. Damit waren sie für die übrige Bevölkerung als Deutsche erkennbar. So als Untermenschen gebrandmarkt, waren sie vogelfrei und konnten nach Belieben beraubt, verletzt und missbraucht werden. Der Ablauf des Todesmarsches vollzog sich wie folgt. Der Brünner Todesmarsch begann am 31. Mai 1945, dem Fronleichnamstag. Der Marsch war einen Tag zuvor auf Beschluss des Landesnationalausschusses von Geheimdienstoffizier und Befehlshaber der Nationalen Sicherheitswacht von Mähren, Petrich Pokorny, organisiert worden und wurde dann von den tschechischen Arbeitern des Brünner Rüstungswerkes durchgeführt. Manche Volksdeutschen bekamen schon vorher Post, so etwa Michael Tschajka, der in dem mährischen Dorf unter Wisternitz, heute Dolní Věstonice, wohnte. Er erhielt schon einige Tage zuvor, nämlich am 21. Mai 1945, folgendes Schreiben, ich zitiere: Durch Entschließung des Bezirksnationalausschusses in Nikolsburg werden sie mit der ganzen Familie aus dem ganzen Gebiet der Tschechoslowakischen Republik ausgewiesen. Aus diesem Grund wird ihnen aufgetragen, das Gebiet der Tschechoslowakischen Republik innerhalb von 24 Stunden bis zum 22.05.1945, 15 Uhr zu verlassen. Nichtbefolgung wird mit dem Tod bestraft. Ihr Eigentum verfällt zugunsten des Staates. Zur Lebensführung können Sie nur die notwendigsten Gebrauchsgegenstände mitnehmen und nur so viel, wie Sie selbst tragen können. Zitat Ende. Kann man sich das vorstellen? Am späten Abend des 31. Mai 1945 wurde dann die Parole ausgegeben, ich zitiere: Alle Deutschen raus. Zitat Ende. Trupps bewaffneter Arbeiter und Partisanen eilten von Haus zu Haus und donnerten mit ihren Gewehrkolben an die Türen. Sie sagten und schrien, ich zitiere: Packt das Wichtigste, ihr müsst fort. In 2 Stunden müsst ihr auf dem Hauptplatz gestellt sein. 15 Kilo Gepäck, mehr nicht. Zitat Ende. Fast alle nach der Kapitulation der deutschen Wehrmacht in der mährischen Hauptstadt Brünn verbliebenen Deutschen, 27.000 bis 30.000 waren es, wurden mitten in der Nacht so aus ihren Wohnungen oder Unterkünften geholt und beim Augustinerkloster am Mendelplatz versammelt. Noch in der Nacht und am folgenden Morgen mussten sie zusammen mit den deutschen Bewohnern der umliegenden Dörfer einen rund 60 Kilometer langen Marsch Richtung Niederösterreich
antreten. Darunter waren auch deutsch sprechende Juden, die in Verstecken die NS-Zeit überlebt hatten. Die Menschenkolonne bestand hauptsächlich aus Frauen und Kindern sowie alten Männern, die von bewaffneten Revolutionsgarden, Partisanen und Militäreinheiten brutal aus der Stadt getrieben wurden. Bodo Bost schrieb in der Preußischen Allgemeinen Zeitung, ich zitiere, der Zug bestand hauptsächlich aus Frauen und Kindern sowie alten Männern, denn die Männer im wehrfähigen Alter waren zu dieser Zeit noch nicht heimgekehrt. Es gab kein Wasser und keine Nahrung. Viele starben an Erschöpfung, Hunger und Durst. Dazu kamen noch Epidemien. Während des Todesmarsches kam es zu zahlreichen weiteren Verbrechen der tschechischen Wachmannschaften. Frauen jeden Alters wurden vergewaltigt. Hilfsbereite Menschen, die am Wegesrand Wasser und Brot reichen wollten, wurden von den Wachen bedroht und geschlagen. Der Historiker Stefan B. Teppert von der Kulturstiftung der deutschen Vertriebenen schrieb, ich zitiere, nach neueren Studien beläuft sich die Anzahl der Todesopfer auf rund 5200. In einem Massengrab bei Porlitz auf halbem Weg zwischen Brünn und der Grenze sollen 890 Opfer liegen. Dort starben auf dem nackten Betonfußboden der Zuckerfabrik Hunderte Ruhrkranke. Als der Tross der ausgemergelten Opfer die Grenze zum sowjetisch besetzten Österreich erreichte, wurde sie erst nach längerem Zögern geöffnet. Im Grenzort Drasenhofen nahmen Einwohner und russische Besatzungssoldaten die hinfälligen Menschen auf und versorgten sie. Die Gebeine von 1062 Menschen fanden teils auf österreichischen Friedhöfen in Einzelgräbern ihre letzte Ruhestätte, vor allem aber in etlichen Massengräbern. Das österreichische Portal Die Presse veröffentlichte am 29. Mai 2015 einen ebenso erschreckenden Artikel. In ihm heißt es unter anderem, ich zitiere, in der Morgendämmerung formiert sich ein Zug von etwa 30.000 Menschen, der sich in Richtung Süden nach Niederösterreich in Bewegung setzt. Alle paar Meter ein Posten, das Gewehr griffbereit, Kolbenschläge für die Erschöpften. Wegen eines Gewitters erreicht der Zug Porlitz mit nassen Kleidern, durstig und hungrig. Verseuchtes Wasser führt zu ersten Ruheerkrankungen. Hunderte starben. Wer nicht mehr weiter kann, wird am Ende des Zuges erschossen und in den Straßengraben gestoßen. Zitat Ende. Es gab also rund 5000 alte Frauen und Kinder, die gestorben sind. Radan Podel, der die Vertreibung als Aufseher begleitet hatte, wollte hingegen nichts von Schlägen, Tötungen oder Vergewaltigungen gewusst haben. Er sagte in einer ORF-Dokumentation zum Todesmarsch, ich zitiere, die Deutschen sollen das Maul halten und froh sein, dass sie überlebt haben. Zitat Ende. Genauso wird heute umgegangen mit den deutschen Toten. Auch hier offiziell wird nicht so an die deutschen Toten gedacht, wie man es sollte. Ich habe in meinem neuen Buch, hier seht ihr das Titelbild, habe ich etwas gemacht, das es weltweit noch in keinem Buch gab. Ich habe eine Gesamtbilanz erstellt, ich zeige sie euch mal, eine Gesamtbilanz aller toten Deutschen. Hier ist der Zeitpunkt aufgeführt, hier der Ort, hier das Massaker und hier die Anzahl der Toten. Und die Zahl der Toten ist so exorbitant hoch, dass ihr es euch nicht vorstellen könnt. Es sind mehrere Millionen. Alles dokumentiert in meinem Buch. Bitte kauft dieses Buch aus 2 Gründen. Der wichtigste Grund ist für mich, das Buch ist ein Andenken an unsere Toten. Es soll wie ein Denkmal sein für unsere Leiden, die unser Volk erleiden musste. Zwar bis heute. Merkel ist ja auch drauf. Also es geht ja bis heute, die Zersetzung des Landes geht ja bis heute vor sich. Messermorde und so weiter und so fort. Deshalb auch Merkel auf dem Titelbild.
Zum Zweiten, kauft dieses Buch, weil wir glauben, es wird nicht lange auf dem Markt sein. Ich hoffe, es ist anders, dann ist das jetzt Quatsch, was ich sage, aber ich habe so meine Erfahrung nach 35 Jahren Buchveröffentlichungen. Kauft dieses Buch, bevor es verboten wird. Wie gesagt, zum Krieg, wie es zum Krieg kam und wie über Hitler und so weiter, über Nationalsozialisten gelogen und manipuliert und verfälscht wird, habe ich ja meine Buchreihe Adolf Hitler, eine Korrektur. Ihr seht, ebenfalls absolut umfangreich. Hier könnt ihr all das lesen, was die, Mama mia, jetzt wollte ich gerade noch wieder dieses Wort sagen, für das ich gesperrt worden bin, diese Staatshistoriker, ja, das so hinbiegen, dass nicht die gesamte Wahrheit aufs Tapet kommt. In meinen Büchern sind die Dokumente verifiziert. Also noch einmal, abonniert meinen Telegram-Kanal, damit ich unabhängiger werde. Ihr könnt auch meinen Newsletter auf www.michaelgrant.de abonnieren. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal, euer Michael Grant.